Hallo und willkommen bei Castillo de los Andes auf meinem Kanal. Zum Teil 3, das Leben des Andreas Hallermeier. Ich habe mir euer Feedback und die Videoauswertungen genauer angeschaut. Dieses Thema ist verdammt schwere Kost. 15 Minuten oder mehr sind einfach zu lang für das Video. Deshalb machen wir ab heute keine langen Beiträge mehr. Wir gehen jetzt nur mehr Schritt für Schritt vor. Ein Video, eine Akte, ein unumstößlicher Beweis. Eigentlich wollte ich rein chronologisch vorgehen. Aber ich habe mich beschlossen, ein ganz bestimmtes Dokument heute vorzuziehen. Warum? Weil an mich die ersten Zweifel an dieser Geschichte herangetreten wurden. Man wollte mir einreden, das sei alles nicht wahr oder nicht so schlimm. Genau aus diesem Grund legen wir heute die Karten auf den Tisch. Ich zeige euch heute einen offiziellen Brief aus dem April 2013. Er stammt vom Weißen Ring. Für alle Zuschauer, die nicht aus Österreich kommen, muss ich ganz kurz erklären, was das überhaupt ist. Der Weiße Ring ist die größte staatlich bekannte Opferschutzorganisation in Österreich, eine gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung von Kriminalitätsopfern. Die Stadt Wien hat damals genau diesen Weißen Ring offiziell damit betraut, Entschädigungsleistungen für Opfer abzuwickeln. Der Weiße Ring ist hier also der offizielle Vermittler und Zeuge des Staates Österreich. Wenn ihr auf dieses Dokument blickt, seht ihr dort den Namen Andreas Seifert, wohnhaft in Neulau. Zu diesem Zeitpunkt hatte Andreas Hallermeier seinen Namen bereits durch Heirat auf Andreas Seifert geändert. Mir liegen sowohl die Heiratsurkunde als auch die amtliche Namensänderung vor, sodass die Identität von der Geburt an bis heute absolut lückenlos und juristisch wasserdicht nachvollzogen werden kann. Es gibt kein Entkommen und kein Vertuschen. Und hier müssen wir bei der Zuständigkeit ganz genau hinsehen. Die Verantwortung der Stadt Wien gilt nämlich nicht nur für die Opfer, die direkt in städtischen Heimen saßen. Sie gilt ausdrücklich auch für Kinder, die so wie Andreas Hallermeier bei Pflegeeltern zur Pflege untergebracht wurden, wo aber die Stadt Wien, vertreten durch das Jugendamt Wien, weiterhin die rechtliche Vormundschaft hatte. Das Jugendamt war der gesetzliche Vormund von Andreas Hallermeier. Die Stadt Wien hatte die Aufsichtspflicht und trug damit die absolute Verantwortung für das, was diesen Kindern angetan wurden. Jetzt lesen wir genau vor, was die offizielle Bundesgeschäftsstelle des Weißen Ringes geschrieben hat. Wie im August 2010 vom Bürgermeister Dr. Michael Häupl angekündigt, stellt sich die Stadt Wien ihrer Verantwortung für die Opfer von Gewalt in Heimen der Wiener Jugendwohlfahrt. Und weiter heißt es im Text: Es ist der Stadt Wien natürlich bewusst, dass das Leid, das auch ihnen widerfahren ist, nicht mehr gut zu machen ist. Sie will jedoch bestmöglich helfen und anerkannt das ihnen widerfahrene Unrecht. An alle Zweifler: Die Stadt Wien hat selbst im April 2013 schriftlich und rechtskräftig anerkannt, dass Andreas Hallermeier durch ihre Beamten schweres Unrecht und nicht wiedergutzumachendes Leid angetan wurde. Die Schuldfrage ist damit ein für alle Mal offiziell geklärt. Man hat Andreas in diesem Schreiben eine Entschädigung in der Höhe von 30.000 Euro zuerkannt. Ihr müsst wissen, diese 30.000 Euro ist die absolute Höchstgrenze zu dieser Zeit gewesen.
die von der Stadt Wien freiwillig, ohne Gerichtsverfahren, überhaupt jemals an ein Opfer ausgezahlt wurde. Mehr gibt das System außergerichtlichen Bereich nicht her. Dass hier sofort das absolute Maximum gezogen wurde, zeigt schwarz auf weiß, wie gravierend und extrem die Zustände damals behördlich eingestuft wurden. Und wer diesen Brief unterschrieben hat, kein Sachbearbeiter im Keller. Dieses Dokument wurde offiziell unterzeichnet vom Präsidenten des Weißen Ringes in Österreich, Honorar Professor Dr. Udo J. im direkten Auftrag der Stadt Wien. Und hört euch ganz genau an, mit welchen Worten der oberste Opferschützer Österreichs diesen Brief beendet hat. Ich lese euch den allerletzten Satz im Original vor. Wir sind uns wohl bewusst, dass dieser Betrag ihre schrecklichen Erlebnisse und das erlittene Unrecht nicht aufwiegen kann. Bitte sehen Sie diesen Beitrag daher als Anerkennung für das an Ihnen ergangene Unrecht. Verstehen Sie die Tragweite dieses Satzes. Der Präsident des Weißen Ringes unterschreibt im Namen der Stadt Wien, dass diese 30.000 Euro das erlebte Trauma von Andreas niemals aufwiegen kann. Das ist die offizielle Bestätigung, dass dieses Geld kein Schlussstrich war, sondern lediglich eine Anzahlung auf eine reine Anerkennung des staatlichen Verbrechens. Dieses Dokument war kein Verzicht, in der dazugehörigen Einverständniserklärung steht ausdrücklich, dass Andreas der Rechtsweg weiterhin offen steht. Diese 30.000 Euro bei einer späteren gerichtlichen Zahlung einfach nur in Abzug gebracht werden. Die Stadt Wien hat ihre Schuld und das extreme Ausmaß damals eingestanden. Und wir schreiben heute das Jahr 2026. Wir werden jetzt vom Weißen Ring offiziell prüfen lassen, wie weit hier noch eine Klage eingebracht werden kann, um diese Geschichte juristisch sauber aufzuarbeiten. Es geht hier nicht um Profit, es geht um echte Gerechtigkeit. Und ich werde euch natürlich alle auf dem Kanal über die weiteren Schritte genau in Kenntnis setzen. Die Stadt Wien hat mit diesem Schreiben ihre Schuld zugegeben, dass die Jugendamtsmitarbeiter und die Stadt Wien weggeschaut haben, über Jahre, über Jahrzehnte, und das Leid von Andreas, das offensichtlich war, nie gesehen haben oder nie sehen wollten. Wie schlimm die Zustände in der Pflegefamilie des Andreas war. Im Teil 4 gehen wir wieder chronologisch weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Teilt dieses Video, damit die Wahrheit die Zweifel besiegen. Abonniert den Kanal, bleibt dran. Ich danke euch für eure Unterstützung. Bis zum nächsten Mal. Andreas Preisler, Castillo de los Andes, Journalist des Deutschen Verbandes der Pressejournalisten.